Stell dir vor, du könntest Pizza, Nudeln, Schokolade und sogar Eiscreme essen und dabei trotzdem abnehmen. Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Big Food hat uns 50 Jahre lang eingeredet, dass Fett uns fett macht. Was haben wir gemacht? Fett reduziert und Kohlenhydrate und Zucker erhöht. Das Ergebnis? Die Anzahl von übergewichtigen Menschen hat sich seit 1980 verdreifacht. Heute zeige ich dir, warum eine Kalorie nicht gleich eine Kalorie ist und wie du mit cleveren Low-Carb-Alternativen deine Lieblingsspeisen genießen kannst, ohne deinen Stoffwechsel zu sabotieren. Hi, ich bin Arthur und falls du neu hier bist, ich habe den Code für mich geknackt, wie man ohne Fitnessstudio, ohne teure Supplemente und ohne dämliche Diätpläne einen Körper bekommt, in dem man sich wieder stark, energiegeladen und einfach verdammt wohlfühlt. Das heutige Thema ist der absolute Gamechanger, denn es geht um die Frage, wie kann ich die leckersten Sachen der Welt essen, ohne die Konsequenzen zu tragen. Bevor wir in die konkreten Rezepte einsteigen, klären wir eine fundamentale Lüge auf, die uns seit Jahrzehnten eingetrichtert wird. Danach zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du Brot, Pizza, Beilagen und sogar Süßes genießen kannst, ohne deine Gesundheit zu ruinieren. Wir backen zusammen ein Brot, das dich stundenlang satt macht, machen eine Pizza, die besser schmeckt als die vom Lieferservice und zum Schluss gibt es sogar Eis und Schokolade ohne Reue. Bist du bereit, die Kontrolle zurückzugewinnen? Dann bleib jetzt dran. Bevor wir auch nur eine Zutat anfassen, müssen wir über das größte Missverständnis in der gesamten Ernährungsgeschichte sprechen. Die Idee, dass eine Kalorie einfach eine Kalorie ist. Man sagt uns, ist einfach weniger, als du verbrauchst, dann nimmst du ab. Oder FTH oder was auch immer. Das ist auch logisch und korrekt, denn mit einem Kaloriendefizit wirst du auf jeden Fall abnehmen. Andersherum ist es meiner Erfahrung nach aber nicht ganz so einfach. Unser Körper ist kein Verbrennungsofen. Er ist ein komplexes biochemisches System, das auf Hormone reagiert. Und die Art der Kalorie entscheidet, welche Hormone du triggerst. Schauen wir uns das mal an. Was passiert genau, wenn du 100 Kalorien aus Kohlenhydraten isst, sagen wir mal aus einem Stück Brot oder einer Portion Nudeln? Als erstes, der Blutzucker explodiert. Die Kohlenhydrate werden im Darm blitzschnell in reinen Zucker, also Glucose, zerlegt. Dieser Zucker flutet dein Blut, dein Blutzuckerspiegel schießt nach oben. Als zweites folgt die Insulinantwort. Deine Bauchspeicheldrüse reagiert auf den erhöhten Zucker und schüttet Insulin aus. Je mehr Zucker, desto mehr Insulin. Insulin ist das Schlüsselhormon, das den Zucker aus dem Blut in die Zellen transportiert. Als drittes wird die Fettverbrennung gestoppt. Und hier ist der Knackpunkt. Insulin ist unser primäres Speicherhormon. Solange ein hoher Insulinspiegel im Blut ist die Fettverbrennung komplett blockiert. Dein Körper kann kein einziges Gramm gespeichertes Fett verbrennen. Stattdessen sagt das Insulin, speichern, speichern, speichern. Und als ob das nicht schon genug wäre, als viertes kehrt der Hunger zurück. Nach 2, vielleicht 3 Stunden hat das Insulin den Zucker aus dem Blut geräumt, der Blutzuckerspiegel kracht in den Keller, oft sogar unter den Ausgangswert. Das Ergebnis? Heißhunger. Du fühlst dich zittrig, unkonzentriert und brauchst den nächsten Zuckerschuss. Das ist wirklich ein Teufelskreis. Zum Vergleich schauen wir uns mal an, was passiert, wenn du 100 Kalorien aus Fett und Protein isst. Sagen wir mal aus einem Steak, einem Ei oder einer Avocado. Als erstes, dein Blutzucker bleibt stabil. Fett und Protein haben so gut wie keinen Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel. Es gibt keinen Zuckeransturm. Als zweites, kaum Insulin nötig. Deine Bauchspeicheldrüse kann sich entspannen. Sie schüttet nur eine winzige Menge Insulin aus. Drittens, die Fettverbrennung läuft weiter. Weil der Insulinspiegel niedrig bleibt, ist dein Körper die ganze Zeit im Fettverbrennungsmodus. Er kann kontinuierlich auf deine gespeicherten Fettreserven zugreifen, um Energie zu gewinnen. Und last but not least, viertens, langanhaltende Sättigung. Protein und Fett machen dich für 4, 5 oder sogar 6 Stunden satt. Kein Heißhunger, kein Energiecrash. Und jetzt auf den Punkt gebracht, 100 Kalorien aus Zucker oder Kohlenhydraten führen also zu Hunger und Fettspeicherung. 100 Kalorien aus Fett und Protein führen zu Sättigung und Fettverbrennung. Das Fett wurde rausgenommen und durch Zucker ersetzt, damit es überhaupt noch schmeckt. Das Resultat? Schau dich um. Seit Beginn dieser Low-Fat-Ära sind die Raten für Übergewicht, Diabetes Typ 2 und Herzerkrankungen explodiert. In Deutschland hat sich die Zahl der übergewichtigen Menschen und Diabetiker seit 1980 mehr als verdreifacht. Bluthochdruck hat sich verdoppelt. Das ist kein Zufall, das ist das direkte Ergebnis einer unnatürlichen Ernährung. Eine umfassende Meta-Analyse von 2022 im Frontiers in Nutrition mit 33 Studien und fast 4000 Teilnehmern zeigte, Low-Carb-Diäten führen zu größerem Gewichtsverlust, besseren Triglyceridwerten, also bessere Blutfettwerte und höherem HDL, dem guten Cholesterin, im Vergleich zu Low-Fat-Diäten. Die Wissenschaft ist also eindeutig und ich verlinke die Meta-Analyse unten in der Videobeschreibung. Falls du tiefer in die Lüge eintauchen willst, wie die Industrie uns manipuliert hat, lies das Buch Die Weizenwampe von Dr. William Davis. Das Buch hat mir wirklich die Augen geöffnet. Fangen wir mit dem offensichtlichsten Lebensmittel an. Brot. Das deutsche Kulturgut, das schnelle Frühstück, das Abendbrot. Die meisten lieben Brot und essen viel zu viel davon. Ich habe jahrelang den gleichen Fehler gemacht. Ich stand morgens auf, habe mir 2 Scheiben Toast oder ein Brötchen reingehauen und war 1 Stunde später wieder müde. Das Mittagstief kam bei mir schon um 11 Uhr vormittags. Das ist doch absurd. Du isst, um Energie zu bekommen und das Essen raubt sie dir?
Der Grund war, wie wir gerade festgestellt haben, der massive Insulinspike durch das Weizenmehl und auch Roggen- oder Dinkelmehl sind da nicht wirklich gesünder, auch nicht als Vollkornvariante. Mein Körper hat den Zucker gespeichert, statt Fett zu verbrennen. Ich habe mich dick und schlapp gefühlt. Aber keine Sorge, die Lösung ist nicht, auf Brot einfach zu verzichten. Die Lösung ist, die Zutaten auszutauschen. Und hier ist das Rezept für ein Brot, das ich für dich zusammengestellt habe. Es ist saftig, es macht dich stundenlang satt und es schmeckt einfach. Die Basis ist nicht Weizen oder anderes Getreide, sondern eine Mischung aus entöltem Mandelmehl und Leinsamenmehl. Das sind hochwertige Fette, Ballaststoffe und Proteine. Dazu kommt Flohsamenschalenpulver, das ist der magische Kleber, anstatt Gluten zu verwenden. Du mischst das mit 250 Gramm Magerquark, 4 Eiern, etwas Wasser, 2 Teelöffel Backpulver und einem Teelöffel Apfelessig. Der Essig reagiert mit dem Backpulver und macht das Ganze noch lockerer. Alles verrühren, 5 bis 10 Minuten quellen lassen, in eine Kastenform füllen und bei 180 Grad etwa 50 bis 60 Minuten backen. Wichtig, vollständig auskühlen lassen, bevor du es anschneidest, sonst zerfällt es nämlich. Das Ergebnis des Rezeptes ist ein Brot mit fast keinen anrechenbaren Kohlenhydraten. Du kannst 2, 3 oder sogar 4 Scheiben davon mit Butter oder Avocado essen und dein Blutzucker bleibt absolut stabil. Du hast stundenlang Energie, kein Heißhunger, kein Crash, du bist fokussiert und produktiv. Das detaillierte Brotrezept und alle anderen Rezepte aus diesem Video findest du auf meiner Webseite lifealgorithm.de unter Health, aber ich packe auch alle direkten Links unten in die Videobeschreibung. Das mit dem Brot ist übrigens genau das Prinzip, das ich in meinem Video zum Thema Frühstücksmythos erkläre. Wenn du verstehst, warum das klassische Haferflocken-Müsli-Saftfrühstück dich dick und müde macht, ist dieses Brot der logische nächste Schritt für dich. Schreib mal ganz ehrlich unten in die Kommentare, was du heute gefrühstückt hast. Ich bin wirklich gespannt. Okay, kommen wir zum Heiligen Gral. Pizza, eine meiner Lieblingsspeisen. Der Inbegriff von Genuss, aber auch von Reue. Wer kennt das nicht? Der klassische Freitagabend. Man bestellt eine Pizza, isst sie auf, fühlt sich erst göttlich und eine Stunde später wie ein gestrandeter Wal. Aufgebläht, müde, das volle Gefühl des Todes. Der Grund ist der Teig. Purer Zucker, der deinen Körper lahmlegt. Aber was, wenn der Teig nicht aus Mehl, sondern aus Käse bestehen würde? Klingt verrückt, ist aber die genialste Erfindung der Low-Carb-Küche. Der sogenannte Fathead Dough, auf Deutsch der Dummkopfteig. Du nimmst 200 Gramm geriebenen Mozzarella, schmilzt ihn mit 30 Gramm Frischkäse, rührst 80 Gramm Mandelmehl und ein Ei drunter, dazu ein paar italienische Kräuter in den Teig für den Geschmack. Das war's. Am Anfang ist das eine echt klebrige Angelegenheit. Klebriger als ein Fünfjähriger mit Honig an den Händen. Du denkst, das kann niemals was werden. Aber nach kurzem Kneten passiert die Magie und du hast einen perfekten, geschmeidigen Teigball. Diesen Teig rollst du zwischen 2 Lagen Backpapier aus, damit nichts kleben bleibt. Dann kommt der wichtigste Schritt, das Vorbacken. Der Boden muss für 8 bis 10 Minuten bei 200 Grad allein in den Ofen, damit er fest und goldbraun wird. Danach belegst du ihn nach Lust und Laune und schiebst ihn nochmal für 5 bis 10 Minuten in den Backofen. Das Ergebnis ist der Wahnsinn. Der Rand wird knusprig, der Boden ist stabil und der Geschmack ist einfach nur Pizza. Du kannst ihn mit der Hand essen, ohne dass alles durchweicht. Und das Beste, kein Insulinspike, keine Reue. Du bist satt und dein Körper bleibt im Fettverbrennungsmodus. Und wie genau du noch mehr solcher Genüsse in deinen Alltag einbauen kannst, ohne deine Ziele zu sabotieren, zeige ich dir gleich noch bei den Beilagen. Falls du die Wissenschaft hinter Fett und Kohlenhydraten wirklich verstehen willst, empfehle ich dir das Buch Good Calories, Bad Calories. Es ist ein dicker Wälzer, aber es wird dein Denken über Ernährung für immer verändern. Jetzt kommen wir zu den Beilagen, die Dinge, die man oft gedankenlos auf den Teller packt. Nudeln, Reis, Kartoffeln. Alles Stärke, alles Zucker. Die Industrie erzählt uns seit Jahrzehnten, wir bräuchten diese komplexen Kohlenhydrate für mehr Energie. Das ist wirklich Bullshit. Dein Körper kann Energie viel sauberer und effizienter aus Fett gewinnen. Ich verteufele Kohlenhydrate nicht, aber man braucht wirklich viel weniger davon, als man denkt, wie ich in meinem Video zum Thema Kohlenhydrate erklärt habe. Das Ziel ist es, metabolisch flexibel zu werden. Das bedeutet, dein Körper ist nicht länger von Zucker abhängig, sondern kann jederzeit effizient auf Fett als Energiequelle umschalten. Der Unterschied ist wirklich gewaltig. Ich erinnere mich noch an das Fresskummer nach einem Teller Spaghetti zum Beispiel. Danach war der Nachmittag gelaufen. Heute esse ich die gleiche leckere Soße mit Zucchini-Nudeln und habe danach Energie für Stunden. Kein Mittagstief, keine Heißhungerattacken. Es geht hier auch um viel mehr als nur Abnehmen. Eine Studie im Top-Journal Cell Metabolism hat gezeigt, was wirklich passiert, wenn dein Körper auf Fett als Haupttreibstoff umstellt. Die Kernaussage ist, die sogenannten Ketone, also die Energie aus Fett, sind nicht nur simpler Brennstoff. Sie wirken wie ein Signalmolekül, das die Kraftwerke deiner Zellen, die Mitochondrien, verbessert und Entzündungen reduziert. Ganz einfach gesagt, dein Gehirn und deine Muskeln laufen auf Fett einfach sauberer und effizienter. Und wie extrem leistungsfähig unser Körper auf Fett laufen kann, zeigt ein fast unglaublicher Rekord. Das ist die Geschichte von Angus Barbieri. Stell dir das mal vor. Dieser Mann hat unter ärztlicher Aufsicht 382 Tage lang gefastet. Über ein Jahr. Er hat nur Wasser, Vitamine und Mineralien zu sich genommen. Sein Treibstoff war sein eigenes Körperfett. Das Ergebnis, er hat 125 Kilo abgenommen und war am Ende bei bester Gesundheit. Er hat bewiesen, wozu unser Körper fähig ist, wenn wir ihn auf sein ursprüngliches Betriebssystem umstellen.
die Fettverbrennung. So, genug der Anekdoten. Was ist also die Alternative zu den klassischen Sättigungsbeilagen? Simpler, gesunder Menschenverstand. Gemüse, aber auf die clevere Art. Statt Nudeln macht dir Sudels, Nudeln aus Zucchini, mit einem Spiralschneider in 30 Sekunden erledigt. Der Trick ist, sie nicht zu Tode zu kochen. Nur ganz kurz in der heißen Pfanne schwenken oder einfach nur mit der heißen Soße übergießen. Fertig. Statt Kartoffeln, hier ist der absolute Gamechanger Knollensellerie. Für Pommes Sellerie in Stifte schneiden, mit Olivenöl und Gewürzen mischen und dann ab in die Heißluftfritteuse damit. Die werden außen schön knusprig und bleiben innen weich. Unglaublich gut. Für Püree Blumenkohl oder Sellerie, aber dämpfen, nicht kochen, sonst wird's wässrig. Und dann mit Butter, Sahne und Muskat pürieren. Du wirst den Unterschied zu normalem Püree kaum schmecken. Falls dieser Sellerie-Pommes-Trick für dich neu war und du ihn ausprobieren wirst, dann lass gerne einen Daumen da, das hilft dem Kanal wirklich weiter. Okay, kommen wir zum Endgegner, dem Heißhunger auf Süßes am Abend vor dem Fernseher. Muss man darauf verzichten, um seine Ziele zu erreichen? Nein, auf keinen Fall. Verzicht führt zu Frust und am Ende zum Scheitern. Ich habe das selbst erlebt. Früher habe ich auch Schokoriegel oder Eiscreme in mich reingestopft, einfach weil ich dachte, ich brauche das als Belohnung nach einem harten Tag. Aber es hat mich nur immer weiter von meinen Zielen entfernt. Auch bei Süßem geht es darum, den Zucker aus der Gleichung zu nehmen. Schauen wir uns Schokolade an. Die einfachste Regel: Greif zur Schokolade mit mindestens 85% Kakaoanteil, besser sogar 90%. Statt 59 Gramm Zucker, wie eine Milka Alpmilchschokolade als Beispiel, hat eine Schokolade mit 90% Kakaoanteil nur 8 Gramm Zucker, also 86% weniger. Ich habe mich durch sehr viele unterschiedliche Zartbitterschokoladen gefuttert und kann diese beiden hier empfehlen. Einmal von Aldi, die Moser Rot Edelbitter mit 90% Kakao, oder von DM, auch eine Edelbitterschokolade, auch mit 90% Kakao. Beide haben unter 10 Gramm Zucker auf 100 Gramm und schmecken mir persönlich super. Dann kommen wir zu meinem Liebling, Eiscreme. Du kannst dir das cremigste, leckerste Eis der Welt in 5 Minuten selber machen. Die Basis ist simpel. Hochwertige, fette Zutaten, zum Beispiel 250 Gramm Mascarpone, 400 Milliliter kalte Sahne, 4 frische Eigelb und 80 bis 100 Gramm pulverisiertes Erythrit zum Süßen. Alles zusammenrühren, in eine Form füllen und ab ins Gefrierfach. In den ersten 2 Stunden alle 30 Minuten umrühren, damit keine Eiskristalle entstehen. Kein Zucker, keine Chemie, nur purer, fetter Genuss. Du siehst also, der Feind ist nicht das Fett, der Feind ist der Zucker bzw. die Kohlenhydrate. Die Industrie will dir das Gegenteil erzählen, weil sie mit Zucker, Weizen und verarbeiteten Produkten Milliarden verdient. Gesundheit ist kein Zufall, sie ist eine bewusste Entscheidung, die du bei jeder einzelnen Mahlzeit triffst. Alle Rezepte und Produkte, die ich heute vorgestellt habe, findest du übrigens zum Nachlesen auf meiner Webseite lifealgorithm.de unter dem Reiter Health. Die direkten Links packe ich dir auch nochmal unten in die YouTube-Videobeschreibung. Fassen wir die wichtigsten Schlüssel nochmal zusammen, mit denen du ab heute Genuss ohne Reue haben kannst. 1. Verstehe die Hormonwirkung. Eine Kalorie ist nicht gleich eine Kalorie. Kohlenhydrate blockieren die Fettverbrennung durch Insulin. Fett und Protein halten sie am Laufen. Das ist das ganze Geheimnis. 2. Ersetze dein Brot. Weg mit dem Getreidemehl, her mit Brot aus Mandel- oder Leinsamenmehl. Für stabile Energie den ganzen Tag. 3. Bau deine eigene Pizza. Mit dem Fettheadteig aus Käse statt Mehl. Knusprig, lecker und 100% ketokonform. 4. Tausche deine Beilagen clever. Nutze Gemüse wirklich kreativ. Zucchini statt Nudeln, Sellerie statt Kartoffeln. 5. Genieße Süßes smart. Greif zu hochprozentiger Schokolade oder mach dir dein eigenes Keto-Eis aus hochwertigen Fetten. Es geht nicht um Verzicht, es geht um Wissen und die richtigen, leckeren Alternativen. Wenn du mehr solcher Strategien willst, die wirklich funktionieren und auf gesundem Menschenverstand basieren, dann lass gerne einen Daumen da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Und jetzt bist du dran. Welches dieser Rezepte wirst du als erstes ausprobieren? Die Pizza oder das Brot? Oder die Sellerie-Pommes? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Ich lese und beantworte jeden Kommentar. Bleib auf jeden Fall dran und falls du die Themen des YouTube-Kanals mitgestalten möchtest, dann tritt gerne kostenlos dem Live-Algorithm Telegram-Kanal bei. Und da du bis zum Ende dran geblieben bist, kommt hier noch ein Bonustipp als kleines Dankeschön von mir. Die Reihenfolge macht's. Wenn du doch mal Kohlenhydrate isst, und das werden wir alle mal, dann iss sie zuletzt. Erst das Gemüse, dann Protein und Fett und ganz zum Schluss die Kohlenhydrate. Studien wie eine japanische Untersuchung von 2022 zeigen, wenn du zuerst Gemüse, Protein oder Fett isst und Kohlenhydrate zum Schluss, kann das den Blutzuckeranstieg um bis zu 40% senken. Warum? Diese Lebensmittel verlangsamen die Verdauung, sodass Kohlenhydrate langsamer ins Blut gelangen. Das bedeutet weniger Insulin und potenziell weniger Fettansatz. Ich mache das bei Familienfeiern so. Erst den Salat, dann das Steak und wenn meine Schwiegermutter fragt, nehme ich ein Stück von ihrem Kuchen. Sie ist glücklich und mein Blutzucker bleibt stabil. Danke fürs Zuschauen und denkt dran, Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Peace out.